Wohnen, die soziale Frage unserer Zeit. Wohnraum ist knapp, teuer und die Mieten steigen und steigen. Ganz aktuell super viel Stress, schlaflose Nächte, Sorgen ohne Ende. Wohnen ist ein Grundbedürfnis. Im Wohnungsmarkt ist jedoch ein Widerspruch. Dass die einen eben mit Wohnraum Geld verdienen wollen und die anderen eben Wohnungen dringend brauchen. Mieten steigen, doch der Immobilienkauf bleibt unbezahlbar. Max fragt, gibt es eine Alternative zum Mieten und Kaufen? Max trifft Anja Engelhorn und Fabian Jelonek auf der Baustelle. Es ist nicht irgendein Neubau. Anja und Fabian bauen gemeinschaftlich mit 40 anderen Menschen. Das Projekt Kolle in Frankfurt-Griesheim ist ein sogenanntes Mietshäuser-Syndikat. Das Mietshäuser-Syndikat ist sozusagen so ein Verbund von verschiedenen Häusern, die kollektiv und gemeinschaftlich genutzt werden, also die in Kollektiveigentum übergegangen sind. Gibt es seit 1992. Beim Mietshäuser-Syndikat geht es um Gruppen, die zusammen wohnen möchten. Sie werben um Direktkredite bei Bekannten, Familie und anderen Unterstützern, bis genug Eigenkapital für Baukredite von Banken zusammen ist. Das Haus kann gebaut werden. Wir haben aktuell 1,7 Millionen Euro von Menschen, die uns Kleinstdirektkredite gegeben haben, einsammeln können. Und mit diesem Geld können wir sozusagen das Eigenkapital nachweisen. Der Kniff: Durch die Direktkredite geht die Mitgliedschaft auch gänzlich ohne eigenes Kapital, hängt also nicht vom Geldbeutel ab. Das Haus gehört dann keinem Einzelnen, sondern der Gemeinschaft in Form einer GmbH. Alle zukünftigen Bewohner sind Mitgesellschafter der GmbH, können also bei allen Belangen demokratisch mitentscheiden. Nach dem Einzug werden die Kredite über die Mieten abbezahlt. Aber der ganz entscheidende Faktor ist, dass die Mieten, die in einem Mietshaus-Syndikatsprojekt entstehen, reine Kostenmieten sind. Also da wird kein Profit draufgeschlagen, wie man das bei klassischen Wohnungsbaukonzernen hat, wie man das in klassischen Mietverhältnissen hat. Und das ist eigentlich der ganz entscheidende Faktor, weshalb Mietshaus-Syndikatsprojekte günstige Mieten anbieten können. Die Mieten beinhalten nur die tatsächlichen Kosten, also Tilgung von Kredit und Zins, Nebenkosten und Rücklagen für Instandhaltungen. Das war's. Und die spezielle Rechtsform, ein Konstrukt aus GmbHs, soll das dauerhaft garantieren. Kollektiver Besitz und niedrige Mieten. Ein Verkauf ausgeschlossen. Von der Stadt aufs Land, von jung zu alt. Max trifft eine ganz andere Gemeinschaft mit ähnlichen Zielen. Die Genossenschaft Gemeinsam im Alter im mittelhessischen Schwalmstadt-Treisa. Als wir vor ungefähr 10 Jahren uns damit beschäftigt haben, war der Gedanke, was machen wir eigentlich, wenn wir hochaltrig sind? Wenn wir 80 sind, 85 sind, gar nicht krank sind, vielleicht nicht mehr alles sehen, nicht mehr so schnell zu Fuß sind. Dann haben wir gesagt, da müssen wir was entwickeln. Und dann haben wir gedacht, das geht eigentlich nur bei irgendein gemeinschaftliches Wohnprojekt. Das alte Eigenheim war für viele Bewohner hier zu groß und nicht altersgerecht. Die Lösung? Verkaufen. Für viele Bewohner das Startkapital für die Genossenschaft. Ich hatte eine 100 Quadratmeter Wohnung und wohne jetzt auf 43 Quadratmeter. Habe mich dann aber schon, bevor ich hier eingezogen bin, von ganz vielen Dingen verabschiedet. Auch das kann ich wieder persönlich sehr gut. Denn bei Genossenschaften zeichnen Bewohner Anteile und werden so Mitglieder. Bei neuen Genossenschaften dient das als Eigenkapital für den Baukredit. Ähnlich wie bei dem Mietshäuser-Syndikat zahlen die Bewohner nach dem Bau dann in der Regel eine Kostenmiete. Die Miete ergibt sich nur aus der Kredittilgung, der Instandhaltung und den Nebenkosten. Immobilien dem Markt entziehen, gemeinschaftliches Eigentum, dauerhaft günstige Mieten, Eigenkapital nicht zwingend notwendig, Mietbestimmung und Gemeinschaft. Ein ziemlich rosiges Bild. Max will wissen, wo ist der Haken? Professor Sebastian Schipper forscht zu gemeinschaftlichem Wohnen und kennt die Probleme. Man braucht viel Zeit, man braucht viele Ressourcen, man braucht viel Know-how, man braucht Kontakten zu Architekten, Architektinnen, man muss sich mit Finanzierungsfragen auseinandersetzen und vieles andere mehr. Das ist eben vielleicht nicht für jeden stemmbar. Ja, das hängt zum einen damit zusammen, sagen wir mal, in welchem Beschäftigungsverhältnis man angeboten ist. Ja, also
Wenn man eben sehr viel arbeiten muss, fehlt vielleicht die Kraft, die Energie, sich nebenbei noch in einem gemeinschaftlichen Wohnprojekt zu engagieren. Gleiches ist, wenn man irgendwie kleine Kinder zu betreuen hat oder Altenpflege, seine Eltern pflegen muss. Wohnmodelle mit vielen Vorteilen, die aber nicht zu allen passt. Trotzdem. In der Nische zeigen halt diese gemeinschaftlichen Wohnprojekte auf, wie man auch anders wohnen kann. Ja? Also wie man bezahlbaren Wohnraum schaffen kann, wie man eine Wohnform schaffen kann, die sich von der klassischen kleinfamiliären Wohnform unterscheidet, wie man ökologisch vorbildlicher wohnen kann, ohne an Lebensqualität zu verlieren. Das heißt, selbst wenn diese gemeinschaftlichen Wohnprojekte in Nische bleiben, sind sie trotzdem, ich sag mal so, als Innovationsmotor schon sehr spannend und vielleicht auch als Innovationsmotor für die herkömmlichen Wohnweisen im Eigentum oder zur Miete. Viel Arbeit und Energie für ein gemeinschaftliches Wohnprojekt oder dauerhafte Ungewissheit auf dem Wohnungsmarkt. Anja hat sich entschieden. Weiß ich nicht gar nicht, was der größere Aufwand ist, das ein Leben lang durchzuhalten und da in dieser Mühle irgendwie mitzuschwimmen und sich irgendwie den Kopf über Wasser zu halten. Oder jetzt den ordentlichen Aufwand zu haben, dieses Projekt da hinten zu realisieren, aber dann irgendwie mit anderen Menschen gemeinsam dieses Leben stemmen zu können. Mietshäuser, Syndikate und Genossenschaften können Alternativen zum Mieten und Kaufen sein. Sie versprechen langfristig stabile, günstige Mieten und gemeinschaftliches Wohnen. Der Weg zum eigenen Projekt kann jedoch beschwerlich sein und ist nicht für jeden geeignet.